Zentrales Element hier im Ü-Wagen ist die Kreuzschiene hier, der Smart Video Hub 12G mit 40 Eingängen und 40 Ausgängen. Das heißt, wir haben hinten, wenn wir die Tür aufmachen, alle Steckdosen und hier kommen jetzt insgesamt 40 Signale an. Wir können aber diese 40 Signale, die ankommen, auch wieder 40 Mal rausgeben. Und wo das Ganze ausgegeben wird, das kann man eben genau hier in diesem Bedienpanel sich anschauen. Wir haben also hier eine sogenannte Source, kurz abgekürzt mit SRC. Und wir haben eine Destination, also einen Ort, wo es hingehen soll, abgekürzt hier mit Dest. Und das heißt, wir können jetzt hier die Source auswählen. Und jetzt hätten wir zum Beispiel hier den SDI-Eingang 1, so habe ich den mal genannt. Und der soll jetzt auf den Output Nummer 1. Und Output Nummer 1 könnte jetzt zum Beispiel dieser Monitor hier oben sein, sodass ich sagen kann, ich möchte hier das ganz spezielle Bild ausgeben. Oder Output Nummer 2, 3, 4, 5, 12 könnten alle diese Monitore hinter mir sein. Oder hier eines der beiden Streaming-Devices oder nochmal ein zusätzlicher Bildschirm, der möglicherweise die Bühneninstallation ist. Also ich kann damit auch alle Kameras oder alle Bildeingänge beliebig oft duplizieren, sodass ich sie entweder auf einem oder auf allen oder auf nur 2, 3 Monitoren wiedergebe. Schauen wir uns dieses Bedienpanel ein bisschen genauer an, denn das kann man hier über die Hardware steuern, man kann es aber auch über die Software steuern. Wichtig ist, wenn wir mal ins Menü reingehen, dann können wir hier die Netzwerkeinstellungen vornehmen. Dann kann man hier am Rädchen drehen und dann drücken wir hier mal auf Network. Dann können wir hier die IP-Adresse einstellen und diese IP-Adresse, die ist später im Netzwerk für die Software zu dieser Kreuzschiene erreichbar. Ich habe jetzt hier in dem WAN einen eigenen Router eingebaut, der auch eine Handyverbindung hat, eine 5G-Verbindung und habe das jetzt hier auf einen IP-Adresskreis für alle diese Geräte eingestellt. So, und jetzt habe ich hier diese 192.168.2.175 IP-Adresse mit dem Gateway hier von diesem Router. Und jetzt kann ich hier auf meinem Notebook weitermachen und kann mir zum Beispiel diese Software aufmachen zu dem Smart Video Hub 12G, die wir hier hinter mir sehen. Und da kann ich jetzt mir zum Beispiel alle diese Sachen nochmal genauer beschriften. Das heißt, ich kann hier sagen, was soll auf diesen Output 1? Möchte ich da den SDI in 1 haben oder SDI in 2? Also könnt ihr mir jetzt hier sehr, sehr viele Kameras einfach drauflegen auf diese Kreuzschiene. Um das überhaupt erst aber so mal hinzukriegen, kann man sich diesen Smart Video Hub erstmal konfigurieren. Und dazu geht man in das Setup-Menü hier hinein, findet dann dieses Gerät. Und dieses Gerät kann man eben jetzt im Netzwerk ansprechen. Das heißt, ich kann es mir entweder über die Netzwerkeinstellungen hier ziehen mit der IP-Adresse oder ich kann es mir auch über ein USB-Kabel hier direkt an meinem Notebook verbinden. So, und jetzt kann ich mir diese ganzen Eingänge hier erstmal beschriften. Ich habe die jetzt hier beschriftet mit SDI-Eingang 1 bis X. Und hier habe ich ein paar freigelassen, die 9 bis 13, 14, 15 sind gerade nicht belegt, die sind Reserve. Ich habe aber zum Beispiel die Kameras hier, das sind die Glasfaserkameras, die habe ich mir zum Beispiel auf die Eingänge 17 bis 24 gesetzt. Auch meine Player, die hier hinter mir sind, meine Videoplayer, wo ich voraufgezeichnete Zuspieler oder Bauchbinden, Einblendungen abfahren kann, auch die hängen nicht direkt in der Regie, sondern die hängen über die Kreuzschiene, sodass ich auch die einzeln aufnehmen könnte. Zum Beispiel, wenn jemand eine Präsentation hält, die ich später nochmal für ein soziales Netzwerk zweitverwerten möchte. Genau das Gleiche machen wir hier mit den Ausgängen, auch die können wir beschriften. Und die habe ich jetzt hier einfach mal Output 1 bis Output 10 genannt. Das sind quasi die Steckdosen, die hinten rausgehen. Ich kann aber auch hier jetzt die Kameras wieder anlegen, dass ich sage, Kamera 1 bis X kommen hier an. Und letztendlich sind es exakt die gleichen Geräte, die wir hier angeschlossen haben, mit einer Ergänzung. Jetzt geht es natürlich hier um die ganzen Monitore. Monitor 1, Monitor 2 und so weiter und so fort. Und diese Monitore haben ja keine Fernbedienung, wo man einfach umschalten könnte von Kanal 1 auf Kanal 2. Deswegen habe ich die jetzt einfach hier mit der Kreuzschiene verbunden. Bedeutet Monitor 1, Monitor 2, Monitor 3, 4, 5 ein zweites Mal, weil der hat 2 Eingänge, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Letztendlich haben wir hier jetzt die Möglichkeit, 11 verschiedene Bildschirme rauszusuchen. So, das heißt, dieses Ding müssen wir jetzt eigentlich nie wieder anfassen. Das wäre so die Notfalllösung, dass wir hier direkt auf dem harten Pult schalten können. Jetzt können wir nämlich hier in die Software hineingehen und können direkt das Ganze über das Video Hub Setup hier definieren. Das Ganze gibt es übrigens auch coolerweise als App für ein Smartphone oder für ein iPad und dann kann man das zum Beispiel mit der App Mixeffekt auch direkt steuern, sodass man auch das Ganze über ein Device wie ein iPad umlegen, umdefinieren kann.
Hier könnte ich aber jetzt auch einfach umschalten und jetzt würde ich mal pragmatisch hier auf meine Monitore gehen. Ich gehe jetzt mal bewusst auf den Monitor. Nehmen wir mal den hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nehmen wir den Monitor 7 und auf dem Monitor 7 kommt jetzt zum Beispiel gerade an HyperDeck 2a. Und da legen wir uns jetzt einfach mal was anderes drauf, nämlich die Kamera 1. Und dann sehen wir jetzt gerade die Außenkamera hier hinten von unserem Bus, wie es hinten aussieht. Ja, und wenn ihr dann so eine Kreuzschiene konfiguriert habt, dann könnt ihr natürlich damit tolle Bühnenprojektionen machen. Ihr könnt das Signal auch rausgeben und könnt hier ganze Konferenzen, ganze Konzerte mischen. Und wie man das zum Beispiel macht mit so einer Bild-in-Bild-Projektion, Mischerebene 1, Mischerebene 2, das erkläre ich euch in einem anderen Video.